Würdest du denn sagen, dass Kernenergie nachhaltig ist? In Deutschland ist die Nachhaltigkeit bezüglich ökologischer Aspekte gegeben. Bezüglich ökonomischer Aspekte haben wir Probleme. Ich bin der Meinung, dass Deutschland so eine reiche Expertise hat, die es wert ist, eingebracht zu werden. Wir haben unbedingt darauf zu achten, dass solche Ereignisse, wie sie sich in Fukushima abgespielt haben, keinen Platz mehr haben. Was passiert denn aber, wenn am Ende doch was passiert? Unabhängig vom Eingriff des Menschen wird so ein Endlager sicher sein. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, minimal. Aber wenn eben was passiert, dann ist eben der Schaden sehr groß. In Deutschland gehen zum Jahresende 2022 die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Gleichzeitig diskutieren wir aber, Atomenergie als nachhaltige Energiequelle zu klassifizieren. Das Thema Atomkraft ist umstritten wie kaum ein anderes. GegnerInnen und UnterstützerInnen finden keinen Konsens und Atomkraft wirkt entweder gut oder böse. Aber was sagt uns die Forschung? Müssen wir unser Schwarz-Weiß-Denken vielleicht über Bord werfen und ist Atomkraft am Ende sogar doch nachhaltig? In dieser Folge der guten Frage möchte ich herausfinden, wie sieht die Zukunft der Atomkraft aus? Um zu verstehen, welche Rolle Atomkraft in Zukunft für unsere Energieversorgung spielen kann, muss ich erstmal ein paar Grundlagen verstehen. Und die lasse ich mir jetzt erklären von Steffen Turkert. Er ist Kernphysiker. Für mich nochmal so ganz die Basics. Was ist Kernenergie? Intuitiv kann man sagen, viele Menschen assoziieren mit dem Wort Kernenergie die Worte Kernkraftwerk und Kernspaltung. Und Kernspaltung ist ein ziemlich guter Begriff, wenn man verstehen möchte, was Kernenergie eigentlich ist. Denn Kernspaltung sagt einem schon, wenn ich Kerne spalte, dann kann ich damit Energie gewinnen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich mir einen Atomkern vorstelle, dass ich jetzt versuche, diesen zu spalten. Dafür nimmt man sich üblicherweise Neutronen, nämlich ein Neutron in den Atomkern reinschicke, kann ich quasi die Spaltung provozieren und ich erhalte meistens zwei ähnlich schwere Kerne und neue Neutronen. Die neuen Neutronen, die kann ich wieder verwenden, um neue Kernspaltungen anzuregen und die dabei frei werdende Energie, die kann ich nutzen, indem ich beispielsweise Wasser erwärme, dabei Turbinen betreibe und damit Elektrizität produziere. Und würdest du sagen, Kernenergie ist nachhaltig? Da gibt es ja wirklich viele Diskussionen drum, ob sie jetzt nachhaltig ist oder sind vielleicht zumindest Teile davon nachhaltig? Ich würde sagen, in Deutschland ist die Nachhaltigkeit bezüglich ökologischer Aspekte gegeben. Was ein Problem für die Kernenergie und für die Nachhaltigkeit im ökonomischen Aspekt ist, ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Seit Fukushima haben wir ein großes Problem damit, vor allem in Deutschland, wie in kaum einem anderen Land mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Kernkraft und Kernenergie. Oft wird darüber geredet, dass Kernenergie eine Brückentechnologie von fossilen zu erneuerbaren Energien sein soll. Da muss man sich auch die Frage stellen, reichen die derzeitigen Kernkraftwerke oder müsste ich neue bauen? Ein Neubau wäre vom ökonomischen Aspekt her definitiv nicht sinnvoll und vermutlich auch nicht nachhaltig. Und auch die sozialen Aspekte, wie gehe ich später mit den abgebrannten Brennstäben um, ist natürlich auch eine Frage, die auf jeden Fall in die Nachhaltigkeit mit reinspielen sollte. Wenn wir aus Kernkraft Energie gewinnen wollen, dann fällt dabei immer auch radioaktiver Abfall an. Und den müssen wir irgendwo verstauen, am besten möglichst sicher. Ich treffe jetzt hier am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Thorsten Stumpf und frage ihn genau das, nämlich wie sichere Endlager aussehen könnten. Die Herausforderung ist ja am Ende, den Atommüll, den radioaktiven Atommüll wirklich für 1 Million von Jahren sicher zu lagern. Wie muss denn ein Endlager aussehen, damit das gewährleistet ist? Da gibt es weltweit tatsächlich eigentlich nur einen einzigen Ansatz, der sich durchgesetzt hat, und das ist die Verwahrung in tiefen geologischen Formationen. Das heißt, mindestens 300 Meter unter der Oberfläche und etwa so maximal 800, 850 Meter in Tiefe, ja, weil ansonsten wird es zu warm. Also das ist so der Bereich, wo ein Endlager dann etabliert wird. Es wird in einem Wirtsgestein aufgebaut werden. Da stehen in Deutschland 3 verschiedene Wirtsgesteine zur Diskussion. Das ist Salz, das Kristallin oder eben Ton. Von welchen Mengen von Atommüll reden wir denn da? Gibt es welchen, der besonders hochradioaktiv ist? Sind die alle gleich? Und wie steht es so im Verhältnis zueinander?
Das ist eigentlich schon eine ziemlich komplexe Frage. Tatsächlich ist radioaktiver Abfall sehr breit gefasst. Da sind natürlich medizinische Abfälle, fallen da auch drunter. Oder hier bei uns aus dem Forschungsumfeld, ne, die wir mit radioaktiven Substanzen arbeiten. Die sind vom Volumen durchaus erheblich, aber in der Radiotoxizität zu vernachlässigen. Ja? Um die Abfälle, die es geht, sind nukleare Abfälle. Ja? Und die stammen jetzt tatsächlich aus den Kernkraftwerken und da geht es ausschließlich um abgebrannten Kernbrennstoff oder die verglasten Abfälle aus der Wiederaufarbeitung. Was passiert denn aber, wenn am Ende doch was passiert? Also welche Gefahren birgt so ein Endlager? Wo sind die Risiken? Gibt es vielleicht Sachen, vor denen wir uns schützen müssen oder gibt es dann am Ende sogar vielleicht kontaminierte Bereiche? Also Ziel eines Endlagers ist, dass es inhärent sicher ist. Ja, ich meine, unabhängig vom Eingriff des Menschen wird so ein Endlager sicher sein. Ja, und zwar für 1 Million Jahre. Das heißt, es wird, egal bei welcher Zwischenfall vorstellbar ist, also beispielsweise Wassereinbruch, trotzdem genügend Rückhaltebarrieren da sein, dass keine wirkliche Gefährdung für die Ökosphäre existiert. Und da bin ich mir auch sicher, dass wir in der Lage sein werden, so ein Endlager zu bauen. Ich bin jetzt hier immer noch in Rossendorf, jetzt aber in einem Labor. Und zwar wird es jetzt spannend, denn wir sind jetzt hier in einem Strahlenschutzbereich, deshalb auch der Kittel und die Überzieher an den Schuhen und auch mein Dosimeter, um die Strahlung zu messen, der ich gleich ausgesetzt bin. Ich treffe mich hier mit Sören Klim, denn neben der Frage nach Endlagerung geht es ja auch immer darum, wie sicher die Reaktoren sind, die wir betreiben. Und da kann er mir weiterhelfen. Was mich als erstes mal interessieren würde, ist, welche Herausforderungen, welche Gefahren gibt es denn für Kernreaktoren? Wofür müssen die geschützt werden? Kernkraftwerke haben ein Gefährdungspotenzial. Das ist die im Reaktorkern enthaltene Radioaktivität. Und es muss alles dafür getan werden, dass diese Radioaktivität nicht austritt, sodass es nicht die Bevölkerung gefährden kann. Und um das Gefährdungspotenzial des Reaktors zu beherrschen, ist eine ständige Kühlung notwendig. Das ist zum Beispiel das Problem, was in Fukushima dann nicht mehr beherrscht werden konnte. Wie überprüfen Sie denn dann, ob Kernkraftwerke noch sicher sind? Wie können Sie das herausfinden? Kernkraftwerke gibt es seit Anfang der 1950er Jahre. Und die jetzt in Deutschland noch betrieben werden, gingen alle 1988, 89 in Betrieb. Also da gibt es eine Riesenerfahrung, sowohl national als auch international. Kernkraftwerke werden ja einmal im Jahr runtergefahren, um einen Teil der Brennelemente zu tauschen, die abgebrannten durch neue zu ersetzen. Und dieser Zeitraum, der typischerweise um die 3 Wochen beträgt, wird auch genutzt, um Inspektionen zu machen, Sicherheitsüberprüfungen und eventuelle Aufrüstungsmaßnahmen durchzuführen. Und zusätzlich zu diesen jährlichen Überprüfungen während des Brennelementwechsels gibt es einmal, typischerweise alle 10 Jahre, eine sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung. Da wird das gesamte Kraftwerk auf Herz und Nieren geprüft. Es gibt die sogenannten Voreilproben, das sind kleine Metallstücke, die bestehen aus demselben Material wie der Reaktordruckbehälter. Die hängen in der Nähe des Reaktorkerns und werden bei den Sicherheitsüberprüfungen herausgenommen und die können im Labor, zum Beispiel in so einem Labor, wie wir es hier haben, können die dort analysiert werden. Dort werden mechanische Tests gemacht, dort wird untersucht, ob es noch sicher ist, den Reaktor weiter zu betreiben. Und welche Rolle kann denn dann Deutschland in Zukunft noch spielen, wenn wir gar keine eigenen Kernkraftwerke mehr haben, uns aber trotzdem noch mit unserer Forschung, mit unserer Expertise einbringen wollen? Wo würden Sie da die Rolle Deutschlands sehen? Also ich bin der Meinung, dass Deutschland auch mit den jetzt noch am Netz befindlichen Kraftwerken, die mit zu den sichersten der Welt gehören und auch mit zu den produktivsten, dass Deutschland so eine reiche Expertise hat, die es wert ist, eingebracht zu werden. Desgleichen hat auch die alte Regierung auch ein Nachwuchsunterstützungskonzept für Kerntechnik ins Leben gerufen in 2020, was heute auch noch Gültigkeit hat, wo wir auch versuchen, noch Studenten für dieses Fach zu begeistern und dann eben auch Experten zu haben, die aus Deutschland in den internationalen Gremien mitarbeiten können.
Was denkt ihr, wie können wir mit so komplexen Themen wie der Kernkraft umgehen und da gesamtgesellschaftlich vielleicht Lösungen finden, die nicht schwarz-weiß sind? Schreibt mir das in die Kommentare. Auch wenn es in Deutschland bald keine aktiven Kernkraftwerke mehr gibt, bleibt es dennoch wichtig, zum Thema zu forschen und auszubilden. Dafür gibt es hier an der Uni den Ausbildungs- und Forschungsreaktor AKR-2. Denn es bleibt ja noch die Frage, wie wird es in Zukunft weitergehen mit der Kernkraft? Und dafür treffe ich mich jetzt mit Professor Antonio Hurtado. Was wird hier am Ausbildungsreaktor gemacht? Im Wesentlichen dient der Ausbildungsreaktor für die Lehre, zur Unterstützung der Lehre in kerntechnischen Fächern. Allerdings haben wir auch noch den Auftrag seitens des Freistaates, und diesen erfüllen wir sehr gerne, diesen Reaktor auch für die Öffentlichkeit einzusetzen. Ja, zur Aufklärung, was ist Kerntechnik, wie funktioniert Kerntechnik und was wir ebenfalls leisten damit, wesentlichen Beitrag auch in der Forschung. Also wir setzen diesen Ausbildungsreaktor immer dann ein, wenn entsprechende Forschungsinstitutionen diese experimentelle Unterstützung benötigen, und davon profitieren wir wissenschaftlich gewaltig. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn jetzt? Welche Probleme haben alte Atomkraftwerke? Wenn wir uns die Betriebssicherheit anschauen, also die Sicherheit beim Betrieb des Kernkraftwerkes, so haben wir unbedingt darauf zu achten, dass solche Ereignisse, wie sie sich in Fukushima abgespielt haben, keinen Platz mehr haben. Eindeutig keinen Platz mehr haben. Und da ergibt sich die Frage, in welchen Abschnitten ist diese Sicherheit dann zu verbessern gegenüber heute. Und das ist einmal im Betrieb selbst und einmal in der künftigen Endlagerung und Verwertung von Abfällen. Und beides scheint dann in Zukunft gesichert zu sein? Beides könnte heute schon gesichert sein. Das ist das, was ich ein wenig traurig finde als Wissenschaftler. Nach Tschernobyl hätten wir auch politisch darauf hinwirken müssen, dass diese neue Generation von Kernreaktoren etabliert wird, und wir hätten sie als Voraussetzung bezeichnen müssen und fordern müssen für die Errichtung von neuen Kernreaktoren. Das ist nicht geschehen. Es ist nicht zu spät. Wenn wir erkennen, dass wir auf Kernenergie angewiesen sein werden in Zukunft, dann sollte sie eine sicherere sein gegenüber heute, und das ist auch mit Sicherheit möglich. Wie könnten denn neue und sichere Technologien aussehen? Gegenüber den heutigen Kernreaktoren, der sogenannten Generation 2 oder Generation 3, wo es sich in der Hauptsache um sehr großen Reaktoren mit sehr hohen Leistungseinheiten handelt, werden künftige Kernreaktoren sicher so aussehen, dass sie kleinere Leistungseinheiten aufweisen, dass sie bei einem Ausfall von Fremdenergie, von Strom beispielsweise, in der Lage sind, sich selbst zu beherrschen, so dass eine Kernschmelze physikalisch nicht mehr eintreten kann. Das bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass die Reaktoren so konzipiert sind, gerne modular aufgebaut sind, dass sie nach dem Abschalten des Reaktors ihre Nachtzerfallswärme, also die Wärme, die danach noch entsteht, sicher abgeführt bekomme, ohne dass ich aktive Systeme benötige, für die Strom erforderlich ist beispielsweise. Wirft man einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema Kernenergie, dann werden scheinbar viele Vorurteile über den Haufen geworfen. Ist Kernenergie jetzt am Ende doch gar nicht so schlecht, wie wir immer gedacht haben? Das Thema ist insgesamt sehr vielschichtig. Vieles spricht dafür, vieles auch dagegen. Wir sind uns dessen bewusst und haben euch deswegen noch weiterführende Infos und Links unten in die Shownotes gepackt. Ja, wenn wir uns die Endlagerfrage anschauen, für die wir heute, zumindest in Deutschland und auch in Europa, noch keine Lösung haben, so haben wir darauf zu achten, dass Spaltproduktanteile, die eine sehr, sehr hohe Halbwertszeit aufweisen, dass diese zu Spaltprodukte überführt werden, die eine deutlich niedrigere Halbwertszeit aufweisen, wie vielleicht Natururan. Das wäre eine große Herausforderung, die zu meistern ist. Und diese neuen Reaktoren, die es bald geben wird, weil heute sehr, sehr stark daran geforscht wird, haben die Eigenschaft, über ein anderes Neutronenspektrum, ein sogenanntes schnelles Neutronenspektrum, genau dieses zu leisten. Und wann werden solche Kernreaktoren vielleicht gebaut? Also von wie vielen Jahren reden wir da? Wir reden von 10 bis maximal 15 Jahren. Einige Demonstrationsanlagen werden derzeit
konzipiert und in den nächsten Jahren in Betrieb gehen. Es gibt Verfechter dieser Technologien, dieser Ausrichtung, ob das Bill Gates ist, ob das der US-Präsident Biden ist oder Hurtado in Europa, den gibt es schon lange. Ich weise lange schon darauf hin, auf diese Veränderungen, weil ich befürchte, dass wir ansonsten keine breite Akzeptanz in Deutschland und vielleicht auch irgendwann in Europa bekommen werden. Jetzt wird es aus meiner Sicht nochmal richtig spannend, denn die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir gehört haben bisher, die sind ja nie 1:1 in politisches Handeln oder in unsere individuellen Meinungen zu übersetzen. Aber wie entstehen diese individuellen Meinungen? Und können wir überhaupt wirklich rational über Kernenergie diskutieren? Dazu treffe ich mich jetzt mit dem Kommunikationswissenschaftler Sven Engesser. Wie bilden sich denn Individuen, also jede Einzelperson, am Ende ihre Meinung? Wahrscheinlich haben wir ja nicht alle die gleiche Meinung, oder doch? Nein, Menschen bilden sehr unterschiedliche Meinungen. Man kann zum Beispiel einen Denkabkürzungshut aufziehen und sagen, ich achte einfach vor allem darauf, was mir die Medien berichtet haben, was mir mein Umfeld sagt. Sind da irgendwelche emotionalen Geschichten dabei, die mich berühren? Dann sind die Grundlage für meine Entscheidung. Oder ich ziehe einen Abwägungshut auf und dann wäge ich Pro- und Kontraargumente gegeneinander ab und sage zum Beispiel, was ist für mich eigentlich wichtiger, Abhängigkeit von Russland, Klimawandel oder die Minimierung eines Reaktorunfalls. Also das ist dann mehr so eine Berechnung, die man anstellt. Und die Menschen machen das ganz unterschiedlich, manchmal so, manchmal so. Und wurden Fehler gemacht in der Kommunikation zum Thema Kernenergie? Naja, in der Vergangenheit wurde gerade bei den großen Zwischenfällen nicht besonders transparent kommuniziert. Also wenn wir jetzt zurückgehen bis Tschernobyl oder Fukushima, dann war es in beiden Fällen so, dass die Bevölkerung sehr spät oder gar nicht erfahren hat, was eigentlich passiert ist. Und das ist uns natürlich in den Knochen geblieben. Und deswegen haben wir kein großes Grundvertrauen in die Akteure in Kernenergiefragen. Und da wäre es natürlich gut, wenn man dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen oder erst herstellen könnte. Und das muss eben vor allem durch transparente Kommunikation passieren. Also dass erklärt wird, was ist eigentlich die Gefahrenlage, was passiert gerade und wo sind auch die Risiken. Vertrauen dann in die Medien, in die Wissenschaft, in die Politik oder am besten in alle? Vermutlich in alle beteiligten Akteure. Also natürlich die Betreiber in erster Linie, aber auch die politischen Akteure in deren Ländern dann die Kernanlagen stehen. Und natürlich auch die Medien. Ja, also alle müssen sich eigentlich an die eigene Nase fassen und sagen, sie müssen möglichst transparent und vertrauensvoll kommunizieren. Aber das ist natürlich bei so einem Zwischenfall schwierig. Können Sie mir ein Beispiel dafür geben, wie denn so ein Meinungswandel stattfinden kann? Naja, also man kann sich zum Beispiel sagen, okay, ich habe Fukushima erlebt in meiner Lebenszeit. Das hat mich sehr stark geprägt. Seitdem bin ich Gegner der Kernenergie. Jetzt merke ich aber, der Klimawandel wird immer bedrohlicher. Wir müssen was dagegen tun. Was gibt es für Möglichkeiten? Die Optionen sind begrenzt. Gas fällt jetzt aus politischen Gründen vielleicht auf weiteres aus. Was habe ich da noch übrig? Also bewerte ich die Kernenergie vielleicht positiver als unter dem Eindruck von Fukushima und bin jetzt im Grunde doch dafür, dieser Kernenergie wieder eine größere Rolle zuzumessen. Das wäre zum Beispiel ein Wandel, wie wir ihn, glaube ich, bei vielen Leuten in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben und vermutlich auch noch weiter sehen werden. Und sind aus Ihrer Sicht wissenschaftliche Fakten denn genug beachtet in der Diskussion? Na, es gibt ja oft den Vorwurf, die Kernenergie wird als gefährlicher dargestellt, als sie ist. Und die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, die Kernkraftwerke sind sicher. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, minimal. Aber wenn eben was passiert, dann ist eben der Schaden sehr groß. Und das wird von den meisten Leuten durchaus berücksichtigt. Also die rechnen das wirklich aus, die rechnen dieses Produkt aus. Ja, das ist ungefähr so, wie man sich vorstellt, wie ist es, wenn ein Meteorit auf die Erde stürzt. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber wenn es passiert, dann ist unter Umständen der ganze Planet zerstört. Ja, also deswegen sollten wir uns trotzdem damit beschäftigen, auch wenn die Chance sehr klein ist. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass dieses Bild relativ kritisch ist gegenüber der Kernenergie, obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass irgendetwas Schlimmes passiert.
Kernkraft ist eins der Themen, auf das wir keine einfache Antwort haben. Zum einen ist es teilweise nachhaltig und bietet uns eine Möglichkeit, sehr viel Energie zu produzieren. Wir haben Kernkraftwerke, die heute sicher sind und in anderen Ländern wird ihre Laufzeit sogar teilweise noch verlängert. Gleichzeitig forschen wir daran, Kernreaktoren noch sicherer zu machen und fragen uns, welche Lösung wir für die Endlagerung radioaktiven Atommülls finden können. Am Ende bleibt, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft mit der Forschung überlegen, welche Rolle Kernenergie künftig in unserer Energieversorgung spielen kann. Das war meine allerletzte Folge der Guten Frage und umso mehr freut es mich, dass ihr wieder dabei wart. Hier oben findet ihr die letzte Folge der Guten Frage und hier unten geht es zu weiteren Videos der TU Dresden. Drückt noch die Glocke und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst.